MacroScope, the world through the eyes of geoinformatics. Everyone knows Google Maps. However, geoinformatics is about much more than that. If you need spatial data too complex for the human eye to comprehend, it's a good idea to get in touch with the University of Salzburg's Department of Geoinformatics. They are pioneers in their field and have been extremely successful for the past 3 decades. Viele Aspekte unserer Gesellschaft sind räumlich organisiert. Das gilt für Rahmenbedingungen wie den Naturraum, aber viel mehr noch für unsere Nutzung von Flächen und Ressourcen. Die Geoinformatik bemüht sich nun, Modelle und Szenarien zu entwickeln, die als Grundlagen für Entscheidungen über Maßnahmen und zukünftige Entwicklungen dienen. Geoinformatics is an extremely versatile and highly topical field of science. After all, it deals with issues of our everyday lives, from smart solutions for urban congestion problems to the effects of extreme weather. Die Landschaft unterliegt vielfältigen Veränderungen, meteorologischen Veränderungen, hydrologischen Veränderungen, aber auch menschenbedingten Veränderungen. Im Landschaftslabor erfassen wir diese Umweltbedingungen im 10-Minuten-Intervall und analysieren in Echtzeit die Gefahrenpotenziale, die zum Beispiel von Starkregenereignissen und Überflutungen ausgehen. Im Zuge der Quantified Self-Bewegung vermessen sich Menschen zunehmend selbst. Das heißt, mit Hilfe von tragbaren Sensoren wie Armbändern oder Brustgurten können Parameter wie Hautleitfähigkeit, Körpertemperatur oder auch Herzratenvariabilität gemessen werden. Diese Daten können wir dann räumlich analysieren und so feststellen, wo sich Leute wohlfühlen, wo sie sich gestresst oder entspannt fühlen. Somit können Städte dann lebenswerter geplant werden und besser an den Bedürfnissen der Bürger ausgerichtet werden. Durch das Verbinden mehrerer Perspektiven auf Basis der gemeinsamen räumlichen Koordinaten lassen sich systemische Wirkungszusammenhänge erkennen und Informationen ableiten. Im aktuellen Forschungsprojekt GISMO werden medizinische Forschung, Geoinformatik, Mobilitätsberatung und intelligente Transportsysteme zusammengeführt. Das Ergebnis ist eine integrierte Informationsplattform, die zur Förderung gesunder Pendelmobilität eingesetzt wird. The innovative methods of the University of Salzburg's Department of Geoinformatics are also highly sought after in the implementation of important social objectives on a local, regional and global level. Wir sind international vernetzt und viel unterwegs. Wir unterstützen internationale Abkommen und Strategien, wie zum Beispiel die Europäische Biodiversitätsstrategie. Mit der Copernicus Academy sind wir auch ganz im Trend der europäischen Weltraumstrategie. Hier geht es um die zivile Nutzung der Satellitenfernerkundung für verschiedenste gesellschaftsrelevante Themen. Wir haben hier Methoden entwickelt, wie wir mit raumzeitlichen Analysen verschiedene Bereiche unterstützen können, von der Umweltbeobachtung bis zur Katastrophenvorsorge und zur humanitären Hilfe. Es werden mittlerweile auch soziale Mediendaten ausgewertet, wie zum Beispiel Twitter-Daten oder Mobilfunkdaten. Alle Daten, die einen räumlichen Bezug aufweisen und die eine Spur von menschlicher Präsenz zeigen. Die Hilfsorganisationen nutzen solche Informationen, um ihre Einsätze besser planen zu können und um auch die Hilfsgüter besser dimensionieren zu können. Geoinformatik ist eine methodische Wissenschaft, die vernetzt und die vernetzt ist. Ich denke, nur so ist Spitzenforschung möglich. Und Ausdrucksweise davon ist auch einmal im Jahr unsere große Konferenz, die AGIT, mit über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wo Salzburg zum Schaufenster der Geoinformatik wird. Students can choose from a wide range of lively, international and practice-oriented courses. Understanding connections, shaping the future. Das große Privileg, das wir haben, ist, dass wir ein Doktoratsprogramm, ein sehr internationales leiten, wo wir die Doktorandinnen und Doktoranden auch ins Ausland schicken können, umgekehrt Gastforscherinnen und Gastforscher beherbergen. And I like the master's program, so when the opportunities for the PhD program, I was glad to apply for them. The research questions in the PhD program are also very exciting, so it's a good place for me to be and to study. Und hier gefällt mir sehr gut, dass es alles so persönlich ist und man die anderen Studenten und auch die ganzen Dozenten kennt. What I really appreciate about the Master of Geoinformatics in Salzburg is that you now can deal with the problems and questions raised in the bachelor's program
in a practical way. So you can build your own applications, you can design your own web maps, and that's what I really like about the Master. Universitäre Bildung ist nicht nur ein Thema für klassische Präsenzstudenten. Es ist ein Thema für Lifelong Learners, also Personen, die mitten in ihrer beruflichen Karriere stehen und die nach fundierten Möglichkeiten für eine berufliche Aus- und Weiterbildung suchen. Weltweit haben wir heute über 2000 erfolgreiche UniGIS-Absolventen. Wir bilden unsere Welt in digitalen Modellen ab. Geoinformatik schlägt für unsere Gesellschaft die Brücke von realen zu virtuellen Welten. Diese Verbindung funktioniert nur über die Position, über die Antwort auf die Frage wo, denn ohne diese sind alle unsere Daten im Nirgendwo.